Hallöchen, da sind wir wieder Hallo. mit dem Storytime Sunday. Und heute reden wir wieder über gruselige Folgen in Kinderserien, weil es doch mehr gibt, als man denken mag. Wir fangen erstmal mit einem Anime an. Das ist ja auch eine Art Zeichentrickserie. Auf jeden Fall gab es in Avatar, gerade auch in den späteren Folgen, einige Episoden, die relativ fragwürdig waren und echt gruselig teilweise auch. Und da fällt mir eigentlich auch noch ein anderer Anime ein. Prinzessin Mononoke. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, falls ihr den Avatar Anime gesehen habt. Und zwar, die Gruppe muss ja eine ja, etwas entschlüsseln und gehen dann dafür in die Bibliothek in der Wüste und die versinkt und so weiter langsam. Auf jeden Fall, während die da drin sind, ist da ja dieser Eulengeist oder dieses Wesen. Und Der das Behüter, oder war es nicht so eine Art ja, das war Bibliothekar oder ja, irgendwie ja, das sowas, war so ja. 'n Keine Bibliothekar-Hüter-Ding. Ahnung. Und ja, die suchen da halt nach Hinweisen, glaube ich, wie die Feuernation stoppen können oder wann die Ja, Sonnenfinsternis wann die ist. Sonnenfinsternis ist. Stimmt, da ist ja dieser große Kalender oder so. Genau, ja. Und ja, zuerst warnt Banshee-Tong die so: „Ich hoffe, ihr nutzt das Wissen nicht, um irgendwie Krieg zu führen oder Chaos zu schüren.“ Und dann sagen die: „Nein, nein, machen wir nicht.“ Und dann schnüffeln die halt 'n bisschen weiter in der Bibliothek rum und werden dabei, glaube ich, von diesem Fuchs oder irgendwas beobachtet. Und ich denke mal, der hat die dann auch verpetzt bei der Eule. Und als Ja, Banshee-Tong das dann denke. mitkriegt, rastet der vollkommen aus und jagt die durch die ganze Bibliothek. Ihr wisst schon zu viel. Der Und ist versucht richtig die dann schnell. halt mit der Bibliothek mit runterzuziehen, also die Bibliothek zu versenken und die halt mit zu Ich begraben kann's 'n bisschen sozusagen verstehen. Der hat den wieder mal vertraut, den Menschen, und wurde hintergangen. und wurde wieder hintergangen und dann hat er einfach gesagt: „Okay, das Wissen soll mit euch begraben werden.“ Aber 'ne andere Szene auch, ich glaube, das war 'n bisschen früher, Staffel 1 oder so noch, da war Aang in der Geisterwelt und brauchte irgendwie Rat oder ich weiß nicht mehr genau warum. Und dann hat er doch in so 'nem Wald, Sumpf oder so was, so 'n Geist ist der einem begegnet, Gesichtsdieb. Mhm. Und dem wurde irgendwie gesagt: „Du darfst vor ihm keine Angst zeigen, sonst wird dir das Gesicht von ihm gestohlen.“ Und dann zeigt er auch, der Geist, wie der so verschiedene Gesichter schon hat, 'n bisschen wie Bon Curry von One War Piece. das nicht, dass er keine Emotionen zeigen darf? Durfte der weder also Weiß auch ich nicht nicht. Ich lachen. weiß nur, dass Avatar dann die ganze Zeit also Aang so gemacht hat. Ja, 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 okay, und das jetzt? erinnert mich auch. Und dann ist das manchmal sogar so ganz nah ans Gesicht gekommen oder so was. Ja, extra so gemacht. An sich wieder ist die Ansichtssache, ist das wirklich so krass gruselig, aber ich finde die Situation, dass da ein übernatürliches Wesen ist, das dir dein Gesicht klaut, wirklich gruselig irgendwie. Ja. Vor allem, was hat man denn dann da einfach? Hat man dann einfach Ja, ist einfach nur so so einfach nix. 'ne leere Fläche. Okay, und last but not least But it's actually last? ist die letzte Staffel von Avatar, und zwar begegnen die Freunde in einem Wald einer älteren Wasserbändigerin, die damals, als sie jünger war, von der Feuernation gefangen gehalten wurde, und ich glaube, die haben alle Wasserbändiger gefangen genommen, weil die dachten, der nächste Avatar wird 'n Wasserbändiger, und da wollten die halt alle erst mal gefangen nehmen. Und die war dann halt in der Gefangenschaft und hat dann immer mehr an Ratten experimentiert zu bändigen und so was, und ich glaube, die hat die auch gegessen. Und dann hat die da an den Ratten halt Bändigen geübt, und irgendwann, nach 'n paar Wochen, Monaten, hat die das an den Menschen dort ausprobiert, an den Gefängniswärtern und Wachen, und hat die dann durch Blutbändigen gesteuert und kontrolliert. Und so ist sie dann halt freigekommen und hat ihre Mitgefangenen befreit. Ich glaube, die ist alleine Ach ja, geflohen. die hat die alle Die allein hat die gelassen. alle alleine gelassen. Und in der Gegenwart dann ist die Truppe halt auf Hama, die alte Frau, getroffen, und die will Katara unbedingt das Blutbändigen beibringen. You must carry on my work. I won't. Und dann wollen die halt wieder abhauen, aber dann nutzt Hama halt ihre Fähigkeiten, um Sokka, Aang und alle gegeneinander aufzuhetzen und zu kontrollieren. Und ich glaube, die töten sich fast. Ich glaube, Sokka hat halt sein Schwert und will irgendjemanden angreifen, und Aber dann Katara ändert das. Die hat das dann auch von ihr gelernt. ach stimmt, die kontrolliert auch noch ihre Leute. Ich dachte, die, macht das dann nur auf Hama. Letzten Endes auf jeden Fall muss sie halt doch ihre Ängste überwinden und dieses Blutbändigen benutzen. Congratulations, Katara. You're a
bloodbender. Ich muss sagen, das war eine richtig gruselige Folge. Erstens war Hama echt gruselig und fies. Die hatte immer so ein richtig fieses Gesicht irgendwie auch. Mhm. Und auch alleine der Fakt, dass die Menschen kontrolliert hat und ihren Willen aufzwingen konnte und alles, das war irgendwie eine gruselige Vorstellung, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es gruseliger fand als jetzt Wan Shi Tong oder den Gesichtsdieb. Ich glaube, Wan Shi Tong fand ich ein Nee, bisschen gruseliger. für mich nicht, ja, für mich auch. Okay, dann kommen wir zu einer Serie, auch aus unserer Kindheit, die lief auf Kika und es ist wirklich eine echt schöne Serie. Nils Holgersson. Aber die alte Verfilmung, bitte nicht die neue Boah, 3D-Verfilmung. weg damit. Hm. Und tatsächlich hat diese Serie wirklich einige Folgen und Momente, die wirklich gruselig sind. Und eine hast du mir letztens erzählt von so einem Garten mit einem Gärtner. Ja, da war Nils in einer Stadt und hat die da erkundet. Und dann kam ich glaube, der wurde von dem Mann gelockt. War das nicht ein Herrenhaus? Ja, das war ein Herrenhaus. Und dann hat er den da gefunden. Ich weiß nicht, ob das mehr ein Geist war. Ich glaube, Ich das war glaube, ein es war ein Geist, der da Geist. gefangen war Genau, irgendwie. der war da gefangen und er wollte Nils unbedingt zum Gärtnern bringen. Und du nimmst die Schaufel hier. Die ist in der Größe genau richtig für dich. Können wir nicht erst noch den Nimm Garten... jetzt die Schaufel. Das Rosenbeet kann nicht warten. Nein, nimm sie schon. Nimm schon endlich die Schaufel und hilf mir. Der hat ihm dann das Herrenhaus gezeigt und den schönen Garten, wie er es immer herrichtet und so weiter. Und wollte unbedingt, dass er diese Schippe aufhebt und dann halt da was mitmacht. Und Nils wollte das nicht. Und als er das dann auch irgendwie gemerkt hat, okay, hier stimmt etwas nicht, ist dieser auch richtig, richtig wütend geworden und hat ihn dann auch nicht rausgehen lassen wollen. Nils hat es fast nicht geschafft. Aber Ich glaube, der wollte erlöst werden, oder? genau, hätte Nils das gemacht, wäre er dort gefangen gewesen und wäre da auch nicht mehr rausgekommen, weil Ich finde, der gruseligste Moment in Nils Holgersson war, als da so ein reisender Geschichtenerzähler oder Händler mit bei so einer Gruppe ist und erzählt seine Geschichte, die er erlebt hat und Nils bekommt das zufälligerweise mit. Und die ganze Folge basiert eigentlich wirklich nur aus der Perspektive des Geschichtenerzählers. Und dann erzählt er seine Geschichte, dass der mal eines Nachts abends unterwegs im Wald war mit seiner Kutsche oder mit seinem Pferd oh mein und Gott, das ja. Pferd sich dann losgerissen hat und wie hypnotisiert irgendwo hingelockt wurde. Und der reisende Händler oder was auch immer der war, ist dem gefolgt und hat dann hinter so einem Hügel gesehen, dass da eine Riesenversammlung von Tieren war vor einem riesigen Baum. Und der Baum hatte so 2 Fackeln und die Tiere standen davor alle so in der Schlange und dann hat der Baum immer so auf ein Tier gezeigt und auf das andere und dann mussten die nach links oder rechts gehen. Ich vermute, die wurden irgendwie sortiert, welches vielleicht ein Opfer für ein Raubtier würde oder welches sterben muss für eine bessere Ernte. Ich weiß es nicht genau, was Ja. da gemacht wurde. Und auf jeden Fall musste auch dann der Mann mit seinem Pferd irgendwann nach vorne gehen. Und der hatte so eine Angst, aber ich glaube, der Baum, Geist, Dämon, ich weiß nicht, was es war, wurde vertrieben, weil der, glaube ich, ein Kreuz oder irgendwas hatte. Dir an. Sieh sie dir genau an. Was da drin geschrieben steht, hat mehr Macht als du. Der hatte irgendwas, was der so Wow. nach vorne gehalten hat und gesagt, nein, weiche von mir oder sowas. Und dann ist der Baum halt verbrannt oder so. Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Und ich muss sagen, das ist so eine gruselige Folge. Klar, es ist wieder nicht krass gruselig, was in dem Sinne, wie man sich das eigentlich vorstellt, heutzutage mit Horror oder sowas. Mit Jumpscares? Ja, oder halt allgemein so mit Dämonen, Geistern oder sowas, Ja, eigentlich schon auch wenn dann. das was Übernatürliches war. Aber ich weiß nicht, an die Folge erinnere ich mich irgendwie richtig krass noch, weil ich das richtig gruselig fand. Also vielleicht auch wegen dieser gruseligen Musik, dann diese Tierlaute, Und die es war dann die ganze Zeit. nachts, es war alles Es ist dunkel. nachts. Also kanntet ihr die Folgen, Serien, die wir erwähnt haben? Nils Holgersson ist schon eine etwas ältere, also es kann sein, dass ihr die wahrscheinlich nicht mehr kennt. Aber ja, schreibt uns mal gerne in die Kommentare, welche Folgen, Serien ihr noch kennt, die wirklich gruselig war, wo ihr vielleicht als Kind auch wirklich Angst hattet, vielleicht die Decke über den Kopf gezogen habt oder sonst was. Pinocchio mit Monstrum. Ja, allgemein, die ganze Serie hatte so eine Ja. gruselige Dumbo. Atmosphäre. Ich bin Ja. gespannt auf eure Kommentare. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.